Das mittlerweile fast 11 Jahre alte CSGO soll in Kürze durch eine neue Version abgelöst werden. Das pfeifen zumindest die Spatzen von den Dächern und wird zudem durch ein Nvidia-Leak untermauert. Was genau dran ist und mit was ihr rechnen könnt, jetzt in den Zocker Lounge News. Gerüchte zum sogenannten Projekt Counter-Strike 2 gibt es schon seit Jahren. Genauso arbeitet Valve angeblich bereits seit einigen Jahren an einer neuen Interpretation seines Team-Shooter-Klassikers, in dem der Sprung von der mittlerweile doch sehr angestaubten Source Engine auf die neue Source 2 Engine vollzogen werden soll, die unter anderem bereits bei Half-Life Alyx zum Einsatz kam. Und wieder war es einmal mehr Nvidia, die wie beim Grafikchip zur Nintendo Switch 2 nicht ihre Hausaufgaben vernünftig gemacht haben. So wurde vor kurzem im Nvidia Grafikkartentreiber neue Spieleprofile mit dem vielsagenden Namen CSGO S2.exe und CS2.exe gefunden. Aber auch im hauseigenen Dota 2, welches schon auf der Source 2 Engine läuft, wurde im Code erst vor kurzem Codezeilen für ein CSGO auf Source 2 Basis entdeckt, die der Leaker Gabe Follower bestätigte. Zudem hat mittlerweile auch Brancheninsider und E-Sport-Journalist Richard Lewis bestätigt, dass eine erste Beta-Veröffentlichung bereits Ende März oder Anfang April anstehen soll. Sollte diese Beta gut verlaufen, könnte also ein Release durchaus noch dieses Jahr realistisch sein. Counter-Strike Global Offensive ist aus der heutigen E-Sports-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Kaum ein Titel hat sich so lange und so erfolgreich in der Szene gehalten wie der Taktik-Shooter von Valve. Aber mit mittlerweile über 10 Jahre auf dem Buckel, trotz konstanter Updates, wäre es auch an der Zeit. Bisher ist sonst aber noch praktisch nichts Handfestes bekannt, allerdings gibt es auch hier einige plausible Gerüchte. So soll Valve das Cheater- und Hacker-Problem aktiv angegangen sein, denen es somit deutlich schwerer gemacht werden soll, das Spiel zu ihren Gunsten zu manipulieren und es obendrein deutlich einfacher machen soll, diese zu identifizieren und dann für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Yeah! Außerdem sollt ihr euch durch den Engine-Wechsel auf eine deutlich hübschere Grafik freuen dürfen. Highlight soll aber ein deutlich verbessertes Matchmaking und sogenannte 128-Tick-Server sein, die schon seit Jahren von der Community gefordert werden. Aber damit scheint man sich bei Valve nicht zufrieden gegeben zu haben. So will Gabe Follower im Dota 2 Code ebenfalls Hinweise auf ein Tickless System gefunden haben, mit dem es so etwas wie ein Ping bzw. Latenz bei entsprechender Anbindung gar nicht mehr geben soll. Eine offizielle Bestätigung von Valve steht aber natürlich noch aus. Mit täglich über 1,3 Millionen Spielern gleichzeitig gehört CSGO auch heute noch zu den meistgespielten Spielen auf Steam bzw. überhaupt. Dementsprechend wird man bei Valve auch gründlich arbeiten, um den Fans und vor allem der wichtigen E-Sport-Szene nicht vor den Kopf zu stoßen. Spielt ihr noch Counter-Strike oder habt ihr wie ich bereits Ende der 90er mit den ersten Versionen als Mod für Half-Life 1 begonnen? Auf der Zocker Lounge LAN wird es wohl wieder so oder so zu den meistgespielten Games zählen. Sollte alles stimmen und das Spiel in Kürze angekündigt werden, halte ich euch natürlich mit allen Details auf dem Laufenden. Also gerne Abo dalassen, damit ihr auch ja nichts verpasst.